Hi, Fremder. Na, was darf sein? Eine Auskunft. War Susanne Brandner schon hier? Nee, dazu habe ich echt keinen Bock. Mach mich doch nicht zum Affen. Aber das kannst du nun mal so gut. Ich kann aber noch was anderes. Ich kann verkaufen und organisieren und so weiter. Ich wäre echt der perfekte Assi für einen Galeristen. Egal, was Ihnen Brügge geboten hat. Ich biete Ihnen mehr. Sie wollen mich beim ASC? Ja, Als Profi? natürlich. So, da ist sie. Hallo Susanne. Du? Marc, was machst du denn hier? Hi. Hallo. Ich dachte, ich schau mal, wie es dir so geht. Gut, danke. Und dir? Ach, man schlägt sich so durch. Na, das ist ja ein heißer Empfang. Habt ihr nicht noch Hausaufgaben zu machen? Nee. Aber wir wollten gerade in die Küche gehen und Kaffee kochen. Stimmt, das habe ich jetzt total vergessen. Ach so, bevor ich es vergesse, ich soll dir einen schönen Gruß von Hela ausrichten. Danke. Tja, also wie gesagt, ich wollte nur mal kurz Hallo sagen. Ich mache mich dann mal in Richtung Uni auf. Was willst du denn da? Ach, mir meinen Vorlesungsplan zusammenstellen. Du willst von Freiburg nach Köln wechseln? Ja, kommt drauf an, wie sich einige Dinge entwickeln. Ja, und bis ich mir darüber im Klaren bin, mache ich zunächst einmal ein Praktikum an einem Kölner Betrieb und höre nebenbei ein paar Vorlesungen. Maschinenbau genießt nämlich einen ausgezeichneten Ruf. Marc, wie trinkst du deinen Kaffee? Schwarz oder nur mit Milch und Zucker? Ach, nur mit Milch, wieso? Naja, für eine Tasse Kaffee wirst du doch noch Zeit haben, oder? Ja, schon, aber ich weiß nicht, Kein ob's... Problem. Milli kocht dir gerne eine Tasse mit. Okay, 2 alt und ein erweitert. Was ist denn mit meinem Eid? Hast du das vergessen? Nein! Okay. Schon in Arbeit, ja. Na, jetzt war hübsch, das auch Geld bringen. Wir nehmen 2 alt. 2 alt. Sicher. Okay, 2 alt. Hi, was machst du da? Hi, ich zapfen alt. Ja, das sehe ich auch. Ja, was fragst du dann? Na, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich dich engagiert habe, aber trotzdem danke. Kein Problem. Ich will ja nicht neugierig sein, aber was soll ich mir denn aushelfen? Na, Niklas hat frei und Frank trauert um seinen Freund. Oh, ist Ramon tot? Nein, er ist nach Caracas zurückgeflogen. Und hat das zufällig irgendwas zu tun mit eurer Trennung? Und jetzt hat Frank dich einfach hängen lassen. Frank hat mich nicht hängen lassen. Er hat sich nur eine kleine Auszeit genommen, um sich über ein paar Dinge klar zu werden. Und worüber? Naja, er wollte sich doch die ganze Zeit beruflich verändern und jetzt hat ihm der Kneipenjob eben noch weniger Spaß gemacht, weil Ramon weg ist. Ja, und jetzt überlegt er, wie er den Absprung kriegen kann. Und was stellt er sich da so vor? Na, was wohl? Die Kunstszene. Da hat er doch schon eine Bauchlandung hinter sich. Wenn es nur eine wäre. Wo bleibt denn mein Ei? Ja. Das Alt für den netten jungen Herrn. Ich bin wieder da. Also wenn ich gewusst hätte, dass ihr alle heute Nachmittag zum Kaffee hier wäret, dann hätte ich einen schönen Apfelkuchen gebacken. Und ich hätte eine Flasche Shampoos mitgebracht. Wieso? Gibt's was zu feiern? Das könnte man so sagen. Hat sich Brügge etwa wegen dem Vertrag bei dir gemeldet? Nee, aber ein anderer Verein. Die Bayern. Fast. Ja, na komm, sag schon wer. Also, ich hatte heute eine Unterhaltung mit Dr. Lothar Wiesbaden. Das ist Papas Golfpartner. Ruhe! Deine Witze wären nicht besser, wenn du sie wiederholst. Ja, was wollte der von dir? Er möchte, dass ich nächste Saison bei ihm spiele. Und zwar als Profi. Das
das mit dem Profivertrag. Das ist amtlich. Ja, ich muss nur noch unterschreiben. Das ist Wahnsinn, Jungs. Du bist echt zu beneiden. Dir bietet man gleich 2 Stellen an und mir nicht mal eine. Kopf hoch, du findest auch bald was. Sag mal, was ist denn aber mit dem Angebot aus Brügge? Ja, so eine Frage kannst auch nur du stellen, Mutter. Natürlich wird Nick dort absagen und in der Bundesliga spielen. Siehst du, und wenn du gleich auf mich gehört hättest, hättest du dir den ganzen Umweg über Dilettantia Köln ersparen können. Naja, so schlecht ist die Eintracht auch nicht. Außerdem können die ja jetzt den Aufstieg packen. Ja, wie dem auch sei, mit dem Aufstieg von Köln hast du nichts mehr zu tun. Abwarten. Was soll denn das heißen? Dass ich erst noch Steffi fragen werde, bevor ich mich entscheide. Was hat denn Steffi damit zu tun? Papa, Steffi und Nick sind fest zusammen. Also hat sie auch ein Mitspracherecht, wenn es darum geht, wo die beiden in Zukunft leben werden. Aber wie ich Steffi kenne, wird sie bestimmt froh sein, wenn ihr erstmal hier in der Gegend bleiben könnt. Das sehe ich auch so. Und trotzdem werde ich sie fragen. Ja, dann nimmst du Steffi am besten zu deinen Vertragsverhandlungen mit. Dr. Wiesbaden wird sich mächtig darüber freuen. Ja, warum eigentlich nicht? Mach doch, was du willst. Schon unterwegs. Also weißt du, irgendwie kann ich schon verstehen, dass Frank auch noch was anderes machen will. Also nicht der Einzige. Naja, also ich bin auch nicht als Wirtin zur Welt gekommen. Ach, weißt du, wenn ich mir überlege, was ich schon alles für Jobs hatte. Cowboy, Matrose, Ölsucher. Fast hätte ich sogar mal als Haremswächter angefangen. Aber dazu war meine Stimme zu tief. Erzähl das bloß nicht, Frank. Wieso nicht? Wenn er dann in der Galerie anfängt, dann besteht da keine Gefahr, dass er sich in den arabischen Raum absetzt. Wenn er dort anfängt. Wieso? Will er jetzt noch nicht? Ich glaube, Frank hat also seine ganz eigene Einstellung, was sein anfängliches Betätigungsfeld betrifft. Und die wären da? Am liebsten würde er gleich als Galerist anfangen und nicht als Caterer, der irgendwelchen Menschen Häppchen reicht. Ach, was soll's? Es ist ein Einstieg. Erst verteilt er die Häppchen, dann verteilt er Prospekte, dann entwirft er die Prospekte und dann entwirft er das gesamte Ausstellungskonzept. Methode Step by Step. Ja, so hat schon manche Karriere angefangen. Dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin? Hey, wo willst du denn hin? Naja, zu Frank, ihm dein System erklären. Ja, und mich lässt du hier alleine. Du kannst sicher in der Zwischenzeit Glas bei Glas hochzapfen. Tja. So ein Mist. Kann ich dir helfen? Ach, lass mal, mit ein bisschen kaltem Wasser geht das raus. Aber ich muss mich umziehen. Ich habe noch eine Verabredung. Tja, wenn das so ist, dann werde ich mich jetzt mal um meinen Vorlesungsplan kümmern. Ja, mach das. Aber wir könnten uns nachher noch auf einen Kölsch treffen. Natürlich nur, wenn du Lust hast. Lust schon, aber leider keine Zeit. Meine Verabredung dauert länger. Ihr neugierigen Hühner. Naja, dann vielleicht ein andermal. Ja, mal sehen. Ah, du kennst nicht zufällig eine günstige Bleibe, wo ich heute Nacht unterkommen könnte? Leider nicht, aber du kannst gerne unser Branchenbuch benutzen. Natürlich kannst du auch von hier aus telefonieren. Danke. Also, man sieht sich. Ja, man sieht sich. Ich hol dann mal die gelben Seiten. Noch ein Kaffee? Ja, gerne. Du kennst Susanne schon länger? Nee, ich habe sie in Freiburg kennengelernt, durch Fehler. In Freiburg also. Und jetzt bist du extra ihretwegen nach Köln gekommen? Nein, wegen dem... Eigentlich schon, ja. Das Praktikum hätte ich genauso gut in Freiburg machen können. Aber du wolltest unbedingt in Susannes Nähe sein. Ja. Ach, Susanne ist einfach... Sie ist mit Worten gar nicht zu beschreiben, weißt du? Wisst ihr eigentlich... Naja, hat Susanne eigentlich einen Freund? Ja, das wüssten wir auch gern. Naja, erst dachten wir, du wärst der große Unbekannte. Aber je länger ich drüber nachdenke, muss es dann noch eingeben. Steffi, hör auf. Wieso? Marc hat ein Recht zu wissen, woran er ist. Außerdem gibt es nichts Schöneres für eine Frau, als zwischen 2 Männern wählen zu können. Was wird er nun aus der Zimmersuche? Keine Panik. Was das angeht, habe ich schon eine Idee. Es ist mir vollkommen gleichgültig, wie Frau von Anstetten diese Angelegenheit gehandhabt hat. Solange ich sie vertrete, gilt mein Wort. Ich hoffe, ich habe mich jetzt unmissverständlich ausgedrückt. Freut mich zu hören. Dann sind wir also für die Zukunft klar? Wunderbar. Idiot. Dem haben sie es aber gegeben. Und du verschon mich mit deinem Gesülze. Ja, ja. Was willst du überhaupt?
Ich wollte mal fragen, wegen dem Job bei dem Galeristen, ob der noch zu haben ist. Was für ein Job? Ja, Sie wissen schon, das Catering-Angebot, das Sie mir gemacht haben. Ah ja, ich erinnere mich. Und ist der Job noch frei? Keine Ahnung. Ich dachte, der Job interessiert dich nicht. Naja, ich hab's mir halt anders überlegt. Und wie kommt es zu dem plötzlichen Sinneswandel? Ich habe da von einer neuen Erfolgsmethode gehört. Step by Step zum Millionär. Mal schauen, was sich machen lässt. Warte vorne auf mich. Danke. So, schieß los. Welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Ein Freiburger. Aber nicht der, der vorhin hier war und nach dir gefragt hat. Doch, genau der. Hä? Na, seit ich den auf einer Uni-Fete in Freiburg kennengelernt habe, wäre ich diesen Kerl einfach nicht los. Moment. Kann es sein, dass es Zeiten gab, wo du es ohne ihn kaum ausgehalten hättest? Hm? Oder habe ich da eine Doppelgängerin erlebt, die alles getan hätte für einen Anruf aus Freiburg? Ich habe auf einen Anruf von Chris gewartet. Und das war nicht Chris? Nein, das ist Marc. Ich habe Marc für deinen Traummann aus Freiburg gehalten. Falsch gedacht. Na und jetzt? Ja, jetzt hoffe ich, dass der Albtraum bald vorbeigeht. Ah so, verstehe. Naja, kann man nichts machen. Danke dir trotzdem, ne? Bis dann, ciao. Tut mir leid, aber den Job hat er gerade gestern einem anderen gegeben. Nee, ein Tag. Ein beschissener Tag. Wieso kann nicht einmal was klappen? Na, Kopf hoch. Es wird sich schon mal wieder was ergeben. Und bis dahin hänge ich weiter in der Kneipe rum und darf für alle den Deppen spielen. Nee. Ist die Arbeit im No Limits denn so schlimm? Wir können ja tauschen. Oh, nein, danke. Das Gastronomiegewerbe interessiert mich nur aus Kundensicht. Tja, so viel zu Ihrer Frage. Wiedersehen. Du, aber ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Sie meinen Ihren Schreibtisch aufräumen? Ja, das auch. Aber ich bräuchte vor allen Dingen jemanden, der mir ein bisschen dazu hilft. Telefonate führt, Post erledigt, nur alles, was eben so anfällt. Auch Ausstellungen vorbereiten und Prospekte entwerfen? Sagen Sie mal, habe ich Ihnen eigentlich schon von meiner Idee erzählt, Bilder im Internet anzubieten? Nein, aber bevor wir über solche Projekte sprechen, möchte ich erst mal sehen, wie du dich so machst. Okay. Dann darf ich dich als im Team der Galerie Schneider willkommen heißen. Ja, klar. Auf gute Zusammenarbeit. Ach ja. So ist das mit den Männern. Die man will, kriegt man nicht und die man kriegen kann, will man nicht. Wie war das? Du sagst es. Sag, und zwischen Ramon und dir ist es endgültig aus? Ich meine, es gibt keine Chance, dass ihr euch wieder zusammenrauft? Vollkommen. Ramon ist in Caracas und ich bin hier. Ramon ist in Caracas? Also jetzt tu nicht so, als wenn du das nicht wüsstest. Ich habe keine Ahnung davon. Hat er denn gesagt, ob und wann er zurückkommt? Hat er wenigstens gesagt, warum er geflogen ist? Gesagt hat er nichts. Aber ich kann es bedenken. Und? Ramon glaubt, dass Jessica ihn wegen seiner Infektion abblitzen hat lassen. Hat sie? Ich glaube, sie wollte einfach nichts von ihm wissen. Das ist natürlich schwer zu verstehen für Ramon. Tja, und als er dann wieder zu mir zurück wollte, da habe ich ihm dann gesagt, dass meine Gefühle sich ihm gegenüber einfach geändert haben. Und das scheint ihr dann wohl den Rest gegeben zu haben. Ach, was hätte ich denn tun sollen? Einfach so tun, als wenn die ganze Geschichte mit Jessica nicht passiert wäre, nur damit er hier bleibt? Nee. Eben. Ach komm, wie ich Ramon kenne, steht er bald wieder vor der Tür. So schnell wirst du den nicht los. Womit wir wieder bei deinem Problem wären. Oh nee, nicht schon wieder. Hey, das ist ja ein Zufall. Viel Spaß. Ist deine Verabredung schon vorbei? Ja, sieht so aus. Ja, toll. Können wir zusammen was trinken? Aber vorher sagst du mir bitte, wie ich von hier in die Pension komme. Wie, du was? Was willst du denn da? Ich bin immer noch auf Zimmersuche. Steffi Sonder bei Brandner? Steffi, ich bin's. Nick, ich hab's gar nicht klingeln gehört. Wir saugen gerade Staub. Ist was passiert? Nee, aber muss denn immer was passiert sein, wenn ich mal deine Stimme hören will? Nein. Obwohl, genau genommen gibt's ja schon einen Grund, weshalb ich anrufe. Der wäre?
Ich möchte dich zum Essen einladen. Oh nein, nicht schon wieder. In welches Land hat's dich denn dieses Mal verschlagen? Polen, Russland, Kongo? Hey, keine Aufregung. Meine Einladung hat nichts mit irgendwelchen Umzugsplänen zu tun. Zumal ich ja in Brügge so gut wie unterschrieben habe. Ja, und warum lädst du mich dann ein? Lass dich überraschen. Nick, jetzt mach's doch nicht so spannend. Keine Chance. Du musst schon noch bis heute Abend warten. Sonst ist es doch keine Überraschung mehr. Jetzt schalt doch mal das Ding ab. Also gut. Also ich hol dich um 7:30 ab, okay? Einverstanden. Dann bis nachher. Ich liebe dich. Ich dich auch. Probleme? Nick hat mich zum Essen eingeladen, weil er irgendeine Überraschung hat. Weißt du vielleicht, worum es gehen könnte? Vielleicht hat er den Vertrag in Brügge unterschrieben und möchte jetzt mit dir feiern. Das hätte ich mitbekommen. Dann wart doch einfach bis heute Abend. Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Obwohl ich wirklich zugehören wüsste, um was es geht. An seiner letzten, ach so tollen Überraschung beiß ich mir jetzt noch die Zähne aus. Dann willst du ihm die Sache mit Brügge also immer noch ausreden? Worauf du dich verlassen kannst. So. Wie lange wolltest du denn bleiben? Eigentlich nur heute Nacht. Danach wollte ich mir einen Preiswert der Brügge suchen. Und wenn ich dir mit dem Preis entgegenkomme? Ja, dann. 2 Monate? Willkommen in der Pension. Am besten holst du gleich dein Gepäck und dann kann ich dir dein Zimmer zeigen, bevor der Trubel losgeht und ich keine Zeit mehr habe. Kein Problem, mein Wagen steht direkt vor der Tür. Bin gleich wieder da. Hör mal, 2 Monate, da stehe ich nicht durch. Also jetzt übertreib mal nicht, Schätzchen, ja? Also erstens wohnt er ja nicht beide hier. Und zweitens verbringt er die meiste Zeit im Betrieb oder in der Uni. Wie kannst du sowas machen? Job ist Job. So, mach's Beste draus. Ich bin dann weg, ja? Jetzt schon? Ja. Ich will Steffi nicht warten lassen. Außerdem muss ich noch ein paar Blumen besorgen. Blumen? Hab ich deiner Mutter auch immer mitgebracht, wenn es was zu feiern gab. Leider hatten wir nie viel zu feiern. Naja. Ist alles okay mit dir? Mit mir ist alles okay, wenn es dir gut geht. Hier, mein erstes Spiel. Ich bin sehr froh, dass das in Düsseldorf endlich geklappt hat. Aber wir haben ja auch hart dafür geackert. Wir? Ja. Sag mal, könnte es sein, dass Wiesbaden nicht ganz zufällig an mich rangetreten ist? Natürlich ist er nicht zufällig an dich rangetreten. Seine Talentsucher haben ihm von dir berichtet, dass du gut gespielt hast. Und dieser Talentsucher warst nicht zufälligerweise du? Du meinst, ich wäre noch mal bei ihm gewesen? Ja. Nein. Ich glaube, der hätte mich nach allem, was war, nicht mal angehört. Da könntest du sogar recht haben. Der hat ganz einfach erkannt, dass du das Zeug zum Profi hast. Ja, so wird's wohl gewesen sein. Kann ein bisschen später werden als sonst, ja? Ciao, Daddy. Tschüss. Und grüß Steffi. Sag mal, weißt du eigentlich, wieso Susanne immer noch zu Hause wohnt? Vielleicht kann sie sich keine eigene Wohnung leisten. Wieso? Naja, in ihrem Alter wohnt man doch normalerweise im Studentenwohnheim. Oder in einer WG. Mag sein. Aber ich glaube, sie fühlt sich zu Hause ganz wohl. Naja, vielleicht hat sie einen Freund, der in der Nähe wohnt. Aha, daher weht der Wind. Nein, so viel ich weiß, ist Susanne momentan ungebunden. Komisch. So, die Getränke. Ich wundere mich nur, sie ist so abweisend. Tja, Ja, vielleicht liegt sie auch an mir. Frank, Gott sei Dank, dass du da bist. Rat mal, was passiert ist. Später. Die Gäste sind durstig und Niklas hat seinen freien Tag. Ich bin wirklich heilfroh, dass du da bist. Also gut, das ist wirklich das letzte Mal, dass ich dir aushelfe, okay? Du bist ein Schatz. Abend.
Abend. Hi. Hey, wie siehst du denn aus? Wieso, ist was nicht in Ordnung? Doch alles bestens. Ich wundere mich nur, weil ich dich noch nie so gesehen habe. Naja, wenn ich Steffi zum Essen ausführe, kann ich ja wohl schlecht im Trainingsanzug kommen. Ja, stimmt. Siehst übrigens sehr gut aus. Danke. Ist sie fertig? Nur keine Panik. Ich bin ja schon da. Hallo. Ah, Mist. Jetzt habe ich die Jacke oben liegen gelassen. Ich bin gleich wieder da. Ich warte hier auf dich, ja? Darf ich dich mal was fragen? Klar. Gibt es denn einen bestimmten Anlass für deine Einladung? Abwarten. Du hast den Vertrag in Brugge unterschrieben, stimmt's? Voll daneben. Obwohl, du warst relativ dicht dran. Das hat also was mit Fußball zu tun. Mhm. Ach, nun sag schon. Ich krieg einen Vertrag beim ASC Düsseldorf. Na, ist das ein Hammer? Allerdings. Und wie bist du da rangekommen? Der Präsident des Vereins hat ihn mir persönlich angeboten. Oh, ich Idiot. Jetzt habe ich extra Blumen besorgt, dann lasse ich sie im Auto liegen. Bin gleich wieder da. Das hätte ich dir wirklich nicht zugetraut. Ich habe ein Alt bestellt. Ja, ich weiß. Aber da ich es mir jetzt leisten kann, lade ich dich ein. Aha, und wie komme ich zu der Ehre? Naja, du hast mir zu einem Job verholfen. Step by Step, wenn du weißt, was ich meine. Dann machst du das Catering jetzt? Nee, der Job ist schon weg. Aber Charlie Schneider hat mir ein super Angebot gemacht. Ich soll bei ihr Schritt für Schritt mich einarbeiten. Das ist doch klasse. Und hast du angenommen? Klar. Gratuliere. Danke. So glücklich siehst du damit aber nicht aus. Was ist denn los? Naja, es ist wie ein Kling. Weißt du, einerseits möchte ich sie ja nicht hängen lassen. Und andererseits aber möchte ich auch den Job in der Galerie nicht irgendwie... Und jetzt versuchst du beides unter einen Hut zu kriegen. Genau. 2 Jobs sind ziemlich stressig. Das weiß ich aus eigenem Erfahrung. Ja, ich weiß. Aber ich möchte das auch nur machen, bis Cleo einen Ersatz gefunden hat. Aber bis dahin, sie soll nichts erfahren. So, 3 Alt. Hallo. Hi. Ist schon was los, hm? Ja, wenn mein Frank nicht hätte. Du, apropos, was ist denn überhaupt mit dem Job in der Galerie geworden? Schon vergeben. Prost. Oh Mann, um was geht's denn eigentlich? Um Nicks Vertrag mit Düsseldorf. Was? Nick soll in Tu nicht so, als wüsstest du von nichts. Du hast ihm doch den Vertrag bei diesem Wiesbaden beschafft. Ich fass es nicht. Du schreckst auch vor nichts zurück. Du bist doch tatsächlich mit diesem Kerl in die Kiste gegangen, nur damit Nick hier bleibt.